schießt du aber das 1:0. Wie guckst du dann? Ja, ich glaube, wenn man zurück von einer Verletzung kommt, freut man sich über jede kleine Sache. Auch wenn man nur Teiltraining macht und so. Dieses, ich weiß nicht, so Rondos oder so. Oder einfach Positionsspiel. Man freut sich richtig viel und ja, es ist natürlich sehr, sehr schön, wieder dabei zu sein. 13 Bundesligaspiele hintereinander hast du verpasst. Ja, schon lange, ja, weil ich hatte noch nie genau diese Verletzung, also Bone Bruising mäßig in meiner Hüfte. Es war schon schmerzhaft, ja, weil ich habe versucht, so ein paar Spiele mit Painkiller zu spielen, aber dann hat es doch nicht funktioniert und deswegen bin ich dann rausgegangen. Ich dachte nicht, dass es so lange dauert, aber dann am Ende war es so lange. Es war so ein Zeitpunkt, wo ich war so in diesem Rhythmus, ne? Und dann hat man mehr selbstbewusst, wenn man mehr Spiele spielt und so. Aber ja, mit der Situation bin ich einfach mit Glaube umgegangen. Es ist natürlich nicht easy, wenn man Training und so guckt oder wenn man das sieht. Man will natürlich dabei sein, aber ja, in so Momenten kann man nicht einfach so negativ denken und so. Also ich war die ganze Zeit positiv. Ich habe einfach trainiert, ich habe versucht, so schnell wie möglich wieder dabei zu sein. Ja, mein Bruder war auch sehr lange verletzt, also wir helfen sowieso einander enorm. Wir reden viel und dann natürlich motiviert er mich und sagt einfach, dass ich weitergehen muss. Und auch habe ich auch zu ihm natürlich gesagt, weil es ist nie einfach, wenn man ein bisschen länger raus ist. Aber wenn man Familie und Freunde drumherum hat, hilft das auch enorm, würde ich sagen. Ja, ich war manchmal im Stadion, manchmal zu Hause. Und ja, man spürt, dass man will einfach dabei sein, aber dann ja, versucht man einfach die Mannschaft zu unterstützen, also außerhalb des Platzes. Wirst du dann in dem Moment auch zu so einem normalen Fan, der auch mal was reinruft und sich aufregt, oder wie ist das bei dir? Erzähl mal. Ja, schon ein bisschen. Auch mehr im Stadion, weil man spürt das noch mehr als zu Hause, aber ja, ein bisschen. Am Anfang der Saison hast du gesagt, bei der Frage, auf was freust du dich am meisten? Einfach dieses Gefühl zu haben, ein Dortmund-Spieler zu sein. Könntest du diese Aussage jetzt wieder treffen? Ja, also ich habe das definitiv gespürt, auch in den vielen Spielen vor der Verletzung. Und ja, es ist einfach ein sehr, sehr geiles Gefühl und ich freue mich. Gegen Bremen standst du erstmal wieder auf dem Platz und das hat nicht nur dich gefreut. Ich würde dir gerne mal eine Sache vorspielen. Für Felix unglaublich schön, dass er nach so einer langen Zeit, ich glaube es waren doch fast 4 Monate, jetzt wieder sein Debüt, kann man es nicht nennen, aber sein Comeback gegeben hat. Hat sich voll reingeschmissen, war natürlich dann auch gleich ein kampfbetontes Spiel. Das heißt, die Generalprobe für seinen Körper hat er schon mal bestanden. Die Generalprobe für deinen Körper bestanden. Hat Niki recht? Ja, das stimmt. Also so Videos sind echt schön zu sehen, dass ja, deine Kollegen das auch spüren für dich, weil die sehen dich jeden Tag im Gym trainieren und so. Also ja, das freut mich. Ich glaube, es war einfach so eine Situation, zuerst dieses Standardtor und dann haben die dieses Momentum gekriegt und dann war es seit diesem Zeitpunkt ein sehr, sehr schwieriges Spiel, würde ich sagen, für uns. Ja, ich glaube, die ersten Minuten sind immer sehr wichtig und wenn man schnell gegen Bayern kassiert 2 Tore, dann wird es nie einfach sein. Also ich glaube, der Anfang des Spiels wird sehr wichtig sein für uns. Die sind auch jetzt in einer schwierigen Phase irgendwie, aber die haben Stärken in alle Richtungen, also vorne und dann auch hinten. Aber ich glaube, wir auch. Also es wird definitiv ein interessantes Spiel sein. Felix, okay, also Interview ohne Worte, du musst nichts sagen. Du warst lange verletzt. Wie schaust du, wenn deine Kollegen auf den Platz gehen können, aber du alleine ins Gym musst?
Marcel Sabitzer ist in München noch gesperrt. Das heißt, deine Chancen steigen, dass du vielleicht sogar in der Startelf stehst. Wie reagierst du, wenn der Trainer zu dir kommt und dir sagt, dass du startest? Jetzt schießt du aber das 1:0. Wie guckst du dann? Was machst du dann, wenn du mit den Fans feierst, weil ihr gewonnen habt? Ich gucke nach hoch und dann diese. Bitte nochmal, das war sehr stark. Wie hast du als Kind geguckt, wenn deine Mutter das Lieblingsessen gekocht hat? Weil du dich gefreut hast. mit Messer und Gabel. Messer und Gabel. Ja, dann mach das mal ganz nah an dein Gesicht dran. Wenn du im Training, im Rondo, einen Kollegen tunnelst, wie freust du dich, dass du ihn getunnelt hast? Wie ist dein Gesicht, wenn du eine schlechte Schlagzeile über dich liest?